Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Sherlock Holmes Awakened. Also, raus mit ihm. At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spare me your groveling, Englishman. Of course, you are right as ever, for you see, time is of the essence. The royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. I am coming, Josephine. Wie kann das eigentlich sein, dass... Psst. Watson. Over here. Holmes? What are you doing here, and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. What is happening, Holmes? I need an explanation. It's quite simple. I created a distraction so that I could tell you something important, and in turn, I need you to acquire something important for me. How can you call any of this charade simple? Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may still be here. This is what I know so far. What? You really found all this on your own? Focus, Watson. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Yes, you can, Watson. You are unfailingly dependable. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. Ich habe vergessen, was ich vorher noch sagen wollte. Ach so, ja genau, warum eigentlich sofort die Dinger losgehen. Blood in the water. Someone must have washed their hands here recently. What have we got ourselves into, Holmes? Ah, da oben. Warum da der Alarm gleich losging, bloß weil er The only rausstürmt. reason to hang something this harrowing here would be to create another patient. Heidi. Oh, da war der. Child make these. Nee. Perhaps I should take this. For all I hope it won't be needed. Okay. Das ist hier nix. Nee. Weil ich meine, meiner ist ja auch die ganze Zeit rumgerannt wie ein Bescheuerter und war halt nix. Sowas finde ich immer ein bisschen zu speziell. Oder beziehungsweise nervig, dass das halt. Oder komisch ist das passende Wort. A visitor? No, you shouldn't have come here. Weil es halt einfach so losgeht ohne Grund. Give it to me. No, I don't want to. Why not? Did you see my son? He's such a sweet boy. Was ist mit dem? I don't want to guard Block B tonight. Ah, wer weiß, was die davor haben. Küche. Ah, da ist der Speiseaufzug. Did you hear that a patient escaped? All the guards rushed off to find him. Patientenzimmer 2. Es geht. I'm struggling to remember something. It's something familiar. If only I could place it. I must think. Maybe if I write another poem, I will remember. Why does my mind play such tricks on me? Why does my mind play such tricks on me? Gedicht eines Patienten, oh wunderschöne Alpenblumen. Ich vermisse dich so sehr. Ich bin so nah und doch so fern, wir sehen uns nimmer mehr. Ein Sturm erfegt durch meinen Geist. Zu denken fällt mir schwer. Gedanken einfach weggespült vom kalten, bösen Meer.
Ich lebe hinter diesen Mauern, gefangen wie ein wildes Tier, gefangen auch in meinem Geiste. Was wollte ich gerade schreiben? Es wird mir plötzlich nicht mehr einfallen. Ah, da geht's da nahe. Das ist ja egal, da brauche ich nicht hin gerade. Was magst du? I want them to fly. Miss? I hear them scratching. Don't you hear it? Okay, wahrscheinlich dann da vorne, ja. Verwaltung. Gygax Patientenprotokoll, Oktober 1879. Da eine intensive Behandlung unerlässlich ist, wird mein Sonderpatient, Herr Wolfs, ins Patientenzimmer 2 im Erdgeschoss verlegt. Alle anderen Patienten müssen aus meinem Terminplan gestrichen und an den Fachkräften des Instituts zugewiesen werden. Der geistige Zustand dieses Patienten macht eine ständige Überwachung und gegebenenfalls ein sofortiges Eingreifen erforderlich, um unerwünschte Folgen zu vermeiden. Dezember 1979. Was war jetzt das erste? Oktober. Die notwendigen chirurgischen Eingriffe wurden erfolgreich durchgeführt. Die körperliche Genesung des Patienten ist noch im Gange. Er hat eine Obsession für Schreiben entwickelt, vermutlich eine Nebenwirkung des chirurgischen Eingriffs. Januar 1880? War meine gerade... Ja, okay, 79. Ich war jetzt irgendwie bei 78 Jahren. Der Patient bringt Namen aus seiner Vergangenheit zu Papier. Ein klares Indiz dafür, dass er eine Erinnerungsvermögen... Scheiße, warum muss ich jetzt so gähnen, ey? Vergangenheit zu Papier, ein klares Indiz dafür, dass er sein Erinnerungsvermögen teilweise zurückerlangt. Ein zweiter chirurgischer Eingriff ist erforderlich, mit Schwerpunkt auf dem Frontallappen und den Temporallappen. 18. Februar 1880, der chirurgische Eingriff verlief planmäßig, das Erinnerungsvermögen des Patienten ist auf wenige Minuten begrenzt, wenngleich seine Obsession für Schreiben erhalten geblieben ist. Die Gefahr ist gebannt, der Patient muss jedoch täglich untersucht werden. Good Lord, that's a lot of records. Photograph seems recent. A commemorative photo album. Been a while since I've been in one of these. Noch irgendwas? Nee. Stimmt, da war noch ein Besucher aus dem Weltraum. Glühender Meteorit in Arkham eingeschlagen. Medikamentenraum. Kann ich da rein? Verdammt. Vielleicht kann ich mit ihr reden und sie I wegschicken. hope you're finding your room comfortable, Dr. Watson. I can't just leave Holmes here alone. Ah, das geht schon. Der macht das schon. Okay, wir waren hier. Patientenzimmer, das ist das, wo wir herkommen. Büro der Direktorin. Ah, Dr. Watson. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. As you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the important ones. And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other, no? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? I think once a soldier, always a soldier. For all I wish to help others, part of me changed when I was abroad. Broke, perhaps. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Ah, I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, you must force them to forget it.
Surely there are other methods of treatment. How naive. You remind me of a man I once knew, Professor Becker. But we do not speak of him anymore. A colleague? The former director here. One day he realized that Edelweiss had outgrown him and had to leave his house. Do you grow weary of me already, Doctor? I was simply admiring your office, Professor. Apologies. While I am pleased you appreciate its practicality and appearance, we were discussing bigger things. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... No, I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly enlightened. Kunz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the doll. Yes, Professor. Our preparations will take a little time. I will come for you soon, Doctor. Wie er halt Kunz heißt, ey. I hope everything is to your liking, Dr. Watson. Warum schaut denn das eigentlich aus wie ein Mann? Was erachte Prof. Geigers an Mr. Wolf so wichtig? Büro gelockt werden. Geheimnis des Instituts, wichtiger Patient. Ach du Kacke. Patient von Trakt A? Patientenprotokoll? Okay, Geigers Patientenprotokoll ist mit drin. Sherlocks Notiz zum Spezialschlüssel. Funktionsfähiger Speiseaufzug? Nee, hätte mich jetzt auch gewundert. Rachsüchtiger Patient. Was ist der Geigers Ausführung? Okay, irgendwie hat es meistens dann, das sind die richtigen Dinger, genau die wo halt da... der Name auch drin ist, Ermittlung im Institut. Ha? Scheiße. Ich hab das nicht, was ich brauche. Geigers an Mr. Wolf so wichtig. Mitteilung von Professor Becker. Wichtiger Patient. Patient von... Nein, nicht der... Patient A. Das wahrscheinlich auch nicht. Oh, das war auch das Falsche. Medizinische Versuchsergebnisse. Das Papier hier einfach wieder durch. Oh. Ich vermisse das Schnitzel, wahrscheinlich eher weniger, ne? Der Speiseaufzug hat damit nichts zu tun. Ah, aber das haben wir. Aber das andere müssen wir erst noch finden. Kann ich mit dem Aufzug irgendwas machen? Looks dusty but functional. Oh, we never use that. I think it connects somewhere downstairs. You are Mr. Wolf, Ah. am I right? Oh, hello. Who might you be? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, Doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here?
That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I can't remember anything. It's all right. You don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Mr. Wolf? Oh, hello. Who might you be? We just went over this. I'm sorry, but I don't think we've met. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is, well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. But why am I here, Doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. Oh, das ist der, den er sei. Da. 2 tiefe Narben, präzise chirurgische Schnitte. Präzise schaut er aus, wie wenn er wegrutscht wäre. Mit der Zeit verwachsen, starke Verätzung. Fazialsparese, ein Geschichtshälfte ist gelähmt. Ach so, weil die rechte Seite runterhängt, ne? Alter, warum ist das blau? Wegen der Tinte? Stimmt, ja. Hauptpigmentierung, womöglich Medikamentenmissbrauch. Wachsender mit 2 tiefen Narben auf einer Seite des Kopfes, die höchstwahrscheinlich von einem chirurgischen Eingriff herführen. Seine Hände sind alte Verätzungen zu sehen, einige von Mr. Wolfs Gesichtsmuskeln sind gelähmt, seine Haut weist an mehreren Stellen blau-graue Pigmentstörung auf. Wahrscheinlich hat er die Symptome schon länger und wird deswegen im Institut Edelweiss behandelt. Ja, sind gelähmt, wahrscheinlich Folge des chirurgischen Eingriffs in sein Gehirn. Blaue Pigmentstörungen an manchen Stellen seiner Haut deuten auf einen Überdruss von Medikamenten hin. Ich würde jetzt das sagen, krank aufgrund von Behandlung. Dear Lord, what did Gygax do to you? Excuse me, who are you? Oh, never mind. Ah, jetzt haben wir das Charakterprofil, ne? Ah, jetzt haben wir das Charakterprofil, das fehlt hier noch. Das ist Professor Becker, der ehemalige Leiter des Instituts. Und bei Patienten namens Wolf und Professor Becker, den ehemaligen Leiter des Instituts Schwarz-Edelweiß. Er leidet unter dem stärkeren Gedächtnisverlust, ist jedoch noch schreibensfähig. Wow. Dem man sie mit Hilfe von Professor Becker ablenkt. Zu schreiben, lässt sich Professor Gygax vielleicht mit Hilfe eines von ihm verfassten Briefs ablenken. Hello again. You won't remember me, but we've met before. I am Dr. John Watson, and you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. We will write a letter so that she learns her lesson. Put down what I dictate. Dear Professor Gygax, I bitterly regret that I let my beautiful alpine flower fall under your influence. I see now that you never deserved to sit as the director of the Black Edelweiss. You are not, as you so claimed, the future of the Edelweiss, and you never were. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. There. It's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come.
So, Alter, was geht? One of the patients asked me to deliver this note. It's for Professor Gygax. Thank you, Doctor. Leave it with me. Unbelievable. Grund, with me. Close, but I don't think this is the key. This is too small to be what Holmes asked for. Hä? Ah, da. Brief einer Bank in New Orleans. Sehr geehrte Frau Professorin, was ist los, ey? Vor kurzem sind wir mit der Hilfe unseres gemeinsamen Bekannten in den Besitz einer Sammlung seltener Edelsteine gelangt. Diese Edelsteine wurden von Juwelieren in Louisiana offeriert. Ihr Kaufangebot lag weit über den von unserem Experten geschätzten Wert. Der vereinbarte Endpreis für die 11 Edelsteine betrug 12.550 Schweizer Franken. Mit dem Veräußersten der Edelsteine gewünscht erhalten Sie 2/3 dieser Summe, wobei das Geld wie üblich Ihrem Anwalt überwiesen wird. Hiermit versichern wir Ihnen absolute Diskretion und freuen uns auf weitere Geschäfte mit Ihnen und Ihrem illustren Gönner. Freundlichen Grüßen, Geoffrey Scott, Bankhaus IW, bla bla bla. Na, kann ich auch aufmachen. Diary. Wie die mal alle Tagebuch schreiben, ey. Professor Gygax Tagebuch. Dezember 1879. 3 Monate ist es nun her, dass ich das Institut Schwarz-Edelweiß von Professor Becker übernommen habe. Nicht alle Kollegen waren mit den neuen Regeln einverstanden, daher bin ich nun die einzige Professorin in dieser Einrichtung. Wie dem auch sei, ich werde einige kräftige Pfleger einstellen, um dem Personalmangel beizukommen. Zumindest kann ich nun ungestört meiner Arbeit nachgehen, ohne von engstirnigen Kollegen ausgebremst zu werden. März 1880. Die erste Überweisung von R ist eingegangen. Unsere Kooperation birgt Risiken, aber auch ungeahnte Möglichkeiten. Mai 1880. Die erste Lieferung von Außerwelten ist eingetroffen. R hat wahrlich nicht übertrieben und Personen mit verschiedensten psychischen Eigenschaften bereitgestellt. Steht eine schwierige Aufgabe bevor, aber ohne Zweifel wird auch eine meiner eigenen Forschungsarbeiten davon profitieren. Kann ich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wo war das da? Ah! An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Und ab in die Kischen. Die andere natürlich ist auch weg. Ganz zufällig, aber egal. Ich glaube nicht, dass die damals solche Automatiktüren hatten. Die Animationen sind ein wenig komisch. Oder es sah nur komisch aus. Jetzt bin ich gespannt, ob wir wieder so einen Fiebertraum haben oder so. Wow. Ist das ein Ohr? Abgebrochener Zahn, heller Zahnschmelz. The tooth of an adult male likely lost in a beating. Only a couple of days old. Ah, jetzt. Kette aus Stahl abgenutzt. The inside of the cuff is worn. It's been used often.
Ah. A wax cylinder. There is something recorded on it. The writing is mostly gone. Phonetic symbols, perhaps. Das war definitiv nicht unten das Pinguimickel fahren. Cthulhu Relais, Wagnagel, Iftan, irgendwie so. Das ist wie was denn, was immer in irgendwelchen Spielen ausgesprochen wird. Der die spricht so richtig aus. Ist das ein Aufzug? Ja. Professor Geigers Notizbuch. Halbgöttinnen weiß. Ich konnte mit der neuen Methode endlich Fortschritte erzielen. Die Erfolgsquote liegt bei 40% der Versuchspersonen. Jene Versuchspersonen, bei denen die Methode nicht anschlägt, reagieren auf keinerlei äußere Reize mehr. Dennoch kann das Lautschriftsystem zweifellos als sinnvolle Methode erachtet werden. Unabhängig von ihrer Muttersprache oder Herkunft lernen die Versuchspersonen recht schnell, die Gänge fehlerfrei wiederzugeben. Alter, was muss ich so viel rumgehen, ey? Immer beim Lesen. Dabei mag ich lesen. Das gelingt ihnen, obwohl sie keinerlei geistige Eigenständigkeit mehr besitzen. Bedauerlicherweise ist einer der Auserwählten weiterhin widerspenstig. Die Isolation und der Nahrungsentzug haben ihn seinen Ungehorsam sogar noch bestärkt. Beim anschließenden gut gemeinten Gespräch wurde er aufbrausend, daher sah ich mich letztendlich zur Entfernung seines Frontal- und Temporallappens gezwungen. Sein trotziges Wesen ließ jedoch auch dadurch nicht beendigen. Ich darf nicht zulassen, dass er den anderen Auserwählten negativ beeinflusst. Und daher bleibt nur ein Ausweg, ich werde veranlassen, dass er im Brunnen entsorgt wird. Au. Looks as if it's been recently used. Was ist das da? Telegramm aus New Orleans. Die Bank hat die Edelsteine, mein Meister hat mir aufgetragen, die ersten Auserwählten zu liefern. Wenn etwa 2 Wochen eintreffen, enttäuschen sie uns nicht. Noch ein Brief. Werte Frau Professorin, vertrauen Sie meiner Führung dem Lichte der Tiefe. Dieser Mann wird unser Auserwählter die Erleuchtung zuteil werden lassen. Sorgen Sie dafür, dass er zugegen ist und unser Auserwählten ausschließlich die heiligen Worte aufsagen. Dann wird die Trance beginnen und wir werden dem jenseitigen Universum einen Schritt näher sein. Ihre Arbeit bekommt dabei eine große Bedeutung zu. Da viele Schafe unserer Herde nicht unsere Sprache sprechen und die Zeit drängt, wir es für ratsam halten, in Gruppen zu arbeiten und eine Woche lang mindestens eine Sitzung pro Tag abzuhalten. Es wird sich wohl nicht vermeiden lassen, die skeptischen und widerspenstigen Auserwählten mit Maßregelungen auf Kurs zu bringen. Ich denke, ich kann mich voll und ganz auf sie verlassen. Was mich betrifft, so werde ich in der Zwischenzeit weiter an einer Methode arbeiten, den Trance-Zustand mit Hilfe von Lichtwellen, erzeugt von Kaleidlinsen aufrechtzuerhalten. Übrigens werden meine Männer in New Orleans mit dem Kontakt aufnehmen, was die nächste Lieferung von Auserwählten betrifft. Schaffen sie wie beim letzten Mal ausreichend Platz. Oh, da ist ein Schlüssel drunter. Vögel? A very professional brain dissection. Was ist das für ein Gerät, ey? Dynamo machine. Provides electrical stimulation for the person in the chair. Full grain leather straps. Impossible to escape. Da sitzt einer. Aber gehen wir erstmal in die andere Richtung. Oh, das ist der Brunnen zum Entsorgen. Oh, the smell. Dear God, is that body parts? All die zerhacken die da. Judging by the remnants of blood and flesh, these instruments were used for dismemberment. Utterly inhuman. Blick in den Abgrund. Alter. Also wenn wer widerspenstig ist, wird er zerstückelt.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob da das Ding hockt. Unser... Ja. Get out of my head! Your mind festers devoid of soul. Find reverence for the one that tremble. The great lord. Cleft your voice. Surrender your soul and become a servant of madness. Please! No more! Stop it! Watson! John! Somebody! Wretched mortal, do not fear what is to come. Let him rupture our world anew. Awaken! And let the World behold! Alter. The light of the abyss is the light from the abyss. Get out of my head. Schaut voll cool aus. Irgendwer soll das an den Tapeten so machen. Dann kommt das runter. A hydraulic elevator? How ingenious. Watson? Holmes. What are you still doing here? Still? I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had everything else under control. Says the man who looks like he saw a ghost. I'm fine, Watson. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. I found her like that when I entered, on my word. What? She was our biggest lead. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes? Hush. Let me think. Da ist die Puppe gewesen, habe ich gesehen, oder? Ja. Heidi, how did it end up here? Ich glaube, das könnte die Todesursache The sein. pencil is buried deep all the way to the brain. Instant death. No traces of blood on her clothes. Must have got on her white overcoat. The patients here wear the same robes. We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine where our case goes next. Ah. Okay, wo geht's als nächstes hin? Ach so, ja. Haben wir ja. Telegramm aus New Orleans. Brief einer Bank aus New Orleans. Handschriftlicher Brief. Bam. Ah, geil. Das war auch das Einzige, was ich nur dachte. Deuten auf New Orleans als nächsten Zielort unserer Ermittlungen hin. Die Entführer haben die Dienste des dort ansässigen Bankhaus E.W. Gray für den Verkauf von Edelsteinen in Anspruch genommen. We've got what we needed, Watson. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans? You are joking. I seldom do. Let's go. There's no time to waste.